Ein einfacher Sonnenhut für 3- bis 4-jährige Kinder. Wir brauchen eine Nadel, Stärke 3, einen Maschenmarkierer und diese 100 Gramm Baumwolle mit einer Lauflänge so, wir fangen an mit einem Fadenring. Meter. In diesem Fadenring häkeln wir 9 feste Maschen. So, das ist der Fadenring. Nochmal zur Einleitung gesagt, also die Mütze wird in Spiralrunden gehäkelt mit festen Maschen. Das Rundenende jeweils immer mit einem Maschenmarkierer markieren oder mit einem Markierungsfaden. Ist ja bei Spiralrunden gibt es keinen Übergang. Also wir häkeln immer in Runden. Und wir häkeln jetzt 9 feste Maschen. Ihr könnt natürlich auch 4 Luftmaschen machen anstelle des Fadenrings und in diesen Luftmaschenring, der wird allerdings mit einer Kettenmasche geschlossen, in diesen Luftmaschenring häkelt ihr dann diese 9 feste Maschen. Das geht auch. Die zweite Runde, da verdoppeln wir jede Masche. Am Ende der zweiten Runde haben wir 18 Maschen. Das heißt, in jede Masche 2 Maschen häkeln. So, und nun werden wir den Maschenmarkierer da befestigen. Den können wir dann immer weiter in jeder Runde weiter stecken. Das ist die erste Masche hier. Und da mache ich jetzt den Maschenmarkierer rein. So, nun kommt die dritte Runde und in der dritten Runde verdoppeln wir jede dritte Masche. Das heißt, erst 2 feste Maschen und die dritte werden 2 feste Maschen reingehäkelt. Und somit, und so fangen wir dann an, jede dritte. Das ist ja die erste. Zweite. Und jetzt zweimal. Wir haben jetzt 24 Maschen, also 24 feste Maschen nach der dritten Runde. Jetzt kommt die 4. und 5. Runde. Da nehmen wir jeweils 4 feste Maschen zu. Und am Ende der 5. Runde haben wir 32 Maschen. Wir versetzen jetzt hier noch unseren Maschenmarkierer erstmal. Da bin ich jetzt bei der Masche von der Vorrunde, die ich verdoppelt habe, aber ich gehe jetzt eine Masche weiter. So, die habe ich jetzt verdoppelt. Das war die erste in der Runde.
Wie viel Platz habe ich noch bis Rundenende? Ja, jetzt könnte ich noch eine verdoppeln. Das war die dritte und jetzt muss ich noch eine verdoppeln. Und am Ende dieser 5. Runde solltet ihr 32 Maschen haben. So, als nächstes häkeln wir die 6. Runde und in der 6. Runde nehmen wir 6 Maschen verteilt zu. Also verdoppeln wir 6 Maschen. Am Ende der 6. Runde solltet ihr 38 Maschen haben. So, Ende der 6. Runde, 38 Maschen. Ich habe den Maschenmarkierer jetzt schon versetzt in die erste Masche. Und nun häkeln wir die 7. bis 9. Runde. Und in jeder Runde nehmen wir verteilt 8 feste Maschen zu. Und am Ende der 9. Runde solltet ihr 62 Maschen haben. Wie ihr seht, kann man das von Runde zu Runde entscheiden, wo man die Zunahmen macht. Ihr müsst einfach nur darauf achten, dass man halt rund häkelt, aber das ist jetzt hier nicht so ein großes Problem, das verteilt sich. Außer man würde jetzt hier nur an einer Stelle, an einer Seite immer zunehmen, dann würde sich das hier ausbeulen. Aber wenn man die verteilt, unregelmäßig verteilt, dann wird es rund auf jeden Fall. Das könnt ihr ja hier schon sehen. Okay, wir sehen uns gleich wieder nach der 9. Runde mit 62 festen Maschen. So, ich habe jetzt 62 Maschen und jetzt kommt die 10. Runde. Da nehmen wir verteilt 6 feste Maschen zu und haben am Ende der Runde 68 feste Maschen. Also verteilt 6 feste Maschen. So, jetzt haben wir 68 feste Maschen und nun kommt die 11. Runde und dann nehmt ihr nochmal 4 Maschen zu. Danach die 12. Runde erzähle ich euch gleich nochmal mit. Da werden 6 feste Maschen verteilt zugenommen. Und dann haben wir am Ende der 12. Runde 78 feste Maschen. Ja, also jetzt kommt die 11. und 12. Runde. Die 11. mit 4 festen Maschen zunehmen und die 12. Runde mit 6 Maschen zunehmen. So, jetzt haben wir die 12. Runde beendet und haben 78 feste Maschen. Die nächste 13. bis 19. Runde nehmen wir in jeder Runde 4 Maschen, 4 feste Maschen zu. Und dann sehen wir uns gleich nach der 19. Runde wieder. Nun bin ich fertig damit, mit den 7 Runden und also ich habe jetzt 106 Maschen, feste Maschen, 19 Runden mit 106 Maschen. Die nächsten beiden Runden, da nehmen wir je 6 Maschen zu und dann noch eine Runde mit 4 Maschen zunehmen. Das heißt, Runde
20 bis 22, je 6 Maschen, Runde 23, 4 Maschen, sind insgesamt 122 Maschen. Und diese 122 Maschen stricken wir dann bzw. häkeln wir dann gerade runter an den Seiten. Und zwar die 24. Runde bis 50. Runde. So. Das ist erstens Runde 20 bis 22, zweitens Runde 23. Ja, also los geht's und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe jetzt 122 feste Maschen. Das messe ich jetzt mal aus. Da habe ich 18 cm. Und nun kommt die Kante. Das wird jetzt die 51. Runde. Da nehmen wir jede 8. feste Masche zu. Also jede 8. feste Masche verdoppeln. Ich schreibe das mal auf. Also, jetzt kommende Runde ist die 51. Runde. Da nehmen wir jede 8. Masche zu, also wir verdoppeln jede 8. Masche. Dann kommt die 52. Runde. Da nehmen wir jede 10. Masche. In der 53. Runde verdoppeln wir jede 16. Masche und die 54. Runde ohne Zu- und Abnahmen, die häkeln wir eine Runde, 55. Runde und 56. Runde häkeln wir ohne Zu- und Abnahmen. Und dann sind wir fertig. Das macht ihr jetzt erstmal ohne mich und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. So, der Hut ist jetzt fertig. Sehr schön. Als nächstes zeige ich euch, wie der dann an dem Kind aussieht.